Guten Morgen, meine liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich habe das tun. Jedenfalls, diesmal es ist die 68 Lücken zwischen die Zähne, diese Zahnrad zu fräsen. An der Reihe. Ja. So, ich will nur erklären, wie ich habe alle diese einstellt, angepasst. Ja, okay. Zuerst, wir haben hier diese Teilapparat. Und ich habe es in Rechtwinkel installiert in diese Fräsetisch. Ganz einfach. Und dann habe ich dieses Werkstück hier befestigt in diese Vierbacken Futter und dann zentriert es so, dass diese Außerfläche hier wirft nur, ja, ich kann es nicht messen. Es wirft aber ganz niedriger als ein Hundertstel Millimeter. So, es ist gut. Und dann habe ich hier diese Halter für meine Modulfräser und diese ist, ja, ich soll das erklären, was das eigentlich ist, aber es ist platziert so, dass es ist in die Mittellinie, die ganze Werkstück. In diesem Fall, wenn diese ist ganz groß, das kann ganz viel in Seite sein, aber das ist immer ein gut Praktikum, diese in genau Platz setzen, so dass es ist genau in die Mittellinie. Okay? Und dann habe ich hier in die Back, welche Sie sehen nicht, habe ich einen Reitstock, welche stützt die Werkstück diese Ende. So, es ist möglich, dass es vibriert, aber ich hoffe nicht. Und dann haben wir diese Scheibe hier, eine, was heißt das, Sektor Arms und ja, okay. Aber zuerst diese Modulfräser. Ich habe hier ein Buch, das ist Buch von Ko Kiek, Technische Formelsammlung. Das ist ein sehr gutes Buch. Jede andere Seite ist leer, so du kannst deine Dinge hier schreiben. Und nun, diese Scheibe, diese Fräser kommt in Satz von, sie sind immer 8 unterschiedliche für jeden Modul. Diesmal, das ist 1,5, habe ich die Fräser von starten in Nummer 1 und dann habe ich auch die Nummer 8 und allen zwischen da. So, ich habe hier eine Liste geschrieben. Dieses Buch fehlt, diese Liste, und das ist für europäische Scheibe, Fräser. Diese Chinesium-Fräse, diese kann rückwärts sein. Also beachten, wann Sie bauen diese chinesische, ganz preisgünstige Dinge, so die kann, diese Nummerierung kann rückwärts sein. Also, was meint, ich habe hier, das ist die Nummer auf die Fräser und dann haben wir hier Nummern. Und mit Nummer 4 können wir Zahnrad mit starten 21 nach 25 Zähne fräsen. Und wann wir haben hier wir müssen 68 Zähne fräsen, so sollen wir Nummer 7 verwenden. Und das ist Nummer 7. Okay?
Und dann, wie tief schneidet man? Okay, diese hat, ich habe ein besseres Bild hier, so Sie können das sehen. Wir haben hier das heißt Zahnhöhe. Und eigentlich meine Schnitttiefe ist gleich mit Zahnhöhe. Also 2,166 mm. Aber diese Ziffern, diese Werte sind für Modul 1. Aber Entschuldigung, diese ist Modul 1,5. Also, deswegen 2,166 mal 1,5. Das beträgt 3,249, also 3,25. Und danach, das ist fertig. Ich kann das fräsen. Freihand? Nein. Wir haben hier diese Modulscheibe. Und nun die Mathematik hier, wie ich, es gibt Excel-Tabelle, Rechenplatte für diese. Sie kann immer von Internet suchen oder sie kann auch eine mathematische Übung machen. Also, hier haben wir 68 Zähne oder Zähneluke. Wie man teilt diese mit 68? Aha, diese 68, ob ich hatte eine Platte mit 68 Lochen hier, so konnte ich das direkt verwenden. Das konnte ganz gut sein, aber ich habe das natürlich nicht. So, erst ich mache diese 68 eine kleinere Ziffer. Ich versuche es teilen mit unterschiedlichen Nummern. 1a natürlich. Und 2, ja, dann bekommt es 34, zu viel. Mit 4 kommt es 17, welche ist das kann man nicht mehr teilen, diese 17. Aha, okay. 17 dann. 17 habe ich eine Scheibe mit 17 Lochen. Jawohl, diese ist eine Scheibe mit 17 Lochen. Okay. So dann diese Schnecke, wenn diese umdreht eine Umdrehung, so muss man diese Kürbel 40 Gangen umdrehen. Umdrehung, also es heißt Umdrehung und Drehen. Aha. So das meint, dass jede Umdrehung mit diesem 4 Packen Futter beträgt 17 mal 40 Loche. Okay, lass uns rechnen, wie viele Loche ist das? 17 mal 40. Es ist 680 Lochen hier in die Scheibe. Also, nun das bekommt einfach. In diesem Fall, das meint, dass jeden Zahn hier muss 10 Lochen. Jeden Zahn hier beträgt als 10 Lochen hier. Das ist einfach. Sehr, sehr einfach. Ja, dann
Ich habe hier diese Sektorarms und ich habe diese so angepasst, so dass ich habe hier stützt mit dieser Pinne hier, diese Pinne. So dann hier die Loche, ich kann hier gehen, hier, und dann, das ist die nächste Loche. Und dann ich drehe diese nach dem nächsten möglichen Platz. Und jeden Teilapparat hat ein Backslash. Und deswegen, ich nehme diese Backslash Weg mit das Drehen ist manuell zurück hier. Okay. Aber wir starten nicht in diesem Platz. Das ist auch ein Praktikum, welches ist sehr gut zu lernen. Und hier, ich starte immer es so, dass ich weiß, wo ich hatte die ganze Zahnrad gestartet. Deswegen, ob ich habe eine Fehler macht mit kalkulieren oder so, ich kann immer neu starten und haben das korrekt. Ja, also, was mehr? Ja, ich repetiere diese 68 Mal und dann die Geschwindigkeit diese ist am momentan. Ich habe das jetzt nach 200 Umdrehungen pro Minute. Und ich verwende maschinell Vorschub, welche ist 61 mm pro Minute. Ich glaube, das kann höher sein. Ich passe das an, wann ich starte mit dieser. Ich weiß nicht genau, was ist das, welche ist gut. Aber ich weiß, dass diese Geschwindigkeit für diese Scheibe ist gut. Ungefähr 200. Haben Sie Frage? Nein? Ja? Okay. Ob Sie haben Frage, bitte verwenden Sie die Kommentare. Ich lese diese immer und ich will antworten seine Frage. Und nun, die Kommentare. Da war ein Kommentar welcher ich glaube, ja, eigentlich das war ein gut, aber man könnte sagen, dass es ist ein bisschen nicht so freundlich. Aber das war völlig gut und völlig, das war ein guter Punkt. Also, ich hatte die letzte Video, ich hatte die Rubrik, welche sagt, dass ich mache 2 Zahnräder. Okay. Und dann gibt es eine Anfang, Anfang, wo ich erkläre, dass ja, ich soll 2 Zahnräder machen. Aber ob Sie gucken, die ganze Video, also keine Zahnräder. Also natürlich, diese Kommentar ein bisschen, ja, das war ein bisschen, aber das war ein guter Punkt und nun muss ich achten, dass ich, wann ich mache diese Rubriken für diese Videos, soll ich so machen, dass sie entspricht die Inhalt des Videos. So, ja, das war ein sehr, sehr gutes Punkt. Danke dir. Also, nun anfange ich mit Fräsen 68 Zähne Lucke hier.
Also, diese Teil bekam falsch. Ja, wir haben hier, warte, nahe 0 sollten es sein irgendwo. Hier. Ja, hier. Da gibt es Zähne, welche ist nicht gut. Und ich hatte es ein bisschen geguckt. Und was hat passiert hier? Ist, dass diese, ich glaube, bekam zu heiß und dann die Kleber hat nicht gut funktioniert. Also, nun, ich kann eigentlich Riegel diese, so dass diese Futter kann nicht drehen und bremse es. So, das ist sehr einfach, diese zu drehen. Man kann es drehen. Es sollte nicht möglich werden, es zu drehen. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Diese ist, ja, das ist nicht gut. Ich glaube, es passiert hier, in die letzte Zähne. Da passiert es. Du kannst das sehen. Das ist dicker als die andere. Und deswegen, ja, in die letzte Minute, letzte Zähne, das ist meine Glück. Und diese Aluminium ist, ja. Also, was ich mache jetzt, nächste Sache ich mache, zum Glück, Johann haben mir gegeben Aluminium. Und Sie kann sehen, dass diese muss man ganz viel entfernen, Material auf diese. Aber ja, da entfernen wir. Also, das bekommt, ich will nicht das filmen. Dieses Video ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für was kann passieren hier. Ich habe alles gut getan, aber nur diese hatte sich gedreht. Dann, das ist, ja. Möglicherweise sollten ich eine dickere Arbor verwenden. Das ist 16 mm ist ganz klein, ob man denken, diese Durchmesser, diese Außerdurchmesser, so es kann sich ganz leicht gedrehen. Mann, Scheiße.
Ja, was Sie haben gesehen, ist mir diese neue Aluminiumscheibe machen. Aber ich mache auch einen neuen Mandrel, sodass es befestigt mehr genau und kann nicht in diese Mandrel drehen. Also die vorherige, dieses Stück, die fehlt. Zuerst diese Außerdurchmesser ist ja zu klein. Also ist die Kräfte in die Fräse sind so groß, dass sie haben es dreht und es vibriert ein bisschen. So, diesmal das ist mehr massiv. Also, und nun habe ich hier zu viel Material. Die Rückseite ist fertig und gerade am Moment. Diese Seite ist nicht. Ich weiß nicht, wir sollen hier eine 40 mm Aussparung haben. Das sollten, diese Durchmesser hier ist 40 mm. Genau. Also, wann ich diese Aussparung mache, soll ich, was immer ist hier, was ich habe hier übrig, so soll ich auch wegdrehen. Aber nicht just nun. Also, ich drehe diese 1,01 mm tief jeden Gang. Und was ist schön hier ist, dass diese Späne bricht. Aluminiumspäne brechen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und sie fliegen diese kleine Dinge. Diese fliegen in jeden möglichen Platz. Also, so. Ist das nun fertig für die erste? Nein. Oh ja, und ich habe es so gemacht, dass wann ich bin hier nahe, so meine Zifferplatte für diese QR-Schlitten ist in 0. So ich weiß, wann ich muss stoppen. Ja. Und nun berühre ich diese ein bisschen. So da. Und dann die erste die vorherige, die Rückseite, dann hatte ich Schnitttiefe 1,5 mm. Aber nicht in diesem Fall, das ist zu viel. Wir können Vibrierungen, es könnten vibrieren anfangen. Also, und das ist nicht korrekt.
Und dann falsche Richtung. Okay, jetzt. Und dann verwende ich diese WD-40 hier. Das macht es so, dass diese Späne klebt nicht in die Klinge. Also, so gehen wir. Also diese Schnitttiefe ist nun 1 Millimeter. Und diese Späne bricht richtig gut. Keine lange Schlange hier. Ja, lass uns sehen, wie das erste Gang geht. Ich muss 10 Millimeter. Ich messe es nach wann ich habe diese getan. Und das ist mein Stopppunkt. Ja. Ja. Gut. Und nun die Dicke hier. Ja, kann nicht mit diesem. Ja, wir gehen weiter. Und wann ich das messen kann, so dann messe ich ihn. Also, es kommt ein bisschen Späne hier nun.
Ja, jetzt soll ich diese Außendurchmesser drehen. Und am Moment, es ist 140 Millimeter und es soll 105 Millimeter sein. So, 35 Millimeter Weg. Ganz viel. Okay, aber das ist, so ist das Leben. Also, ich mache das auch ja, die gleiche, ich versuche mit, ist das nun, diese Wortsubrichtung da, das ist korrekt, gut. Wow! Wow! Was war das? Ha, ja, man soll seine Werkzeug festziehen. Hoffentlich, ja, ich glaube, ja, berühre ich diese. Das war ein bisschen Überraschung. Und 1 Millimeter. Aha, mal sehen, wie das funktioniert. Ja, ein bisschen Späne. Ah, und sie fliegen. Ja, sie fliegen. Aber diese, ich glaube, geht ganz schnell. Ich habe einen Stopp hier, so dass ich kann das nur drehen und es stoppt im korrekten Platz. Ja, das ist gut. Sehr schön. Oh man. Das fliegende Chip. Ja, diese geht schnell. Gut. Und die Späne sind gut, klein. Und weiß nicht, ob ich muss diese WD-40 verwenden hier. Es sieht so aus, dass es ist nicht benötigt. Aber, oh. Jawohl, das geht wirklich schnell, diese. Sind diese scharf? Nein. Ich soll es nun messen. Ich glaube, die Genauigkeit mit Siebelehre ist genug hier. Jaha. Jaha.
Es ist momentan 134,4. Okay. So, ich soll das nun in die korrekte Außendurchmesser drehen. Ja. Ja, momentan dieser Durchmesser beträgt 110 Millimeter. Was? Das einmal messen? Jawohl, 110. Und es sollten 105 Millimeter sein. So, woher kommt das 105 Millimeter? Ja, in meinen Richtung, diese Drawing, in meine Pläne gibt es keine Durchmesser für diese. Sonst denn, es soll eine Zahnrad mit 68 Zähne mit Modul 1,5. Aha. Also diese Durchmesser rechnet man so, dass man Adden einfügen 2 für die Zähne, also es bekommt 70 und dann multiplizieren Sie diese 70 mit Modul, welches ist 1,5. Also es ist 7 plus 3,5. So, deswegen es ist 105 mm. Also, wir müssen noch mehr 5 mm wegnehmen hier und das mache ich nun. Also 5 mm. Hier kommt die erste. Und ich habe eine Sammlung von diesen Spänen in meine Haar.
Ah, das ist schön. Ah, 3 mehr. Ah. Und dann, das ist die letzte Millimeter. Jawohl. So. Mit Stahlspäne sollten Sie nicht so machen. Das, das ist nicht gut. Sie haben danach diese Späne in deine, ja, verletzte, deine Finger wird verletzt. Ah, meine Pronunciation. Ja. Und wie schnell sollte ich diese fahren? Nicht so schnell, aber ein bisschen. Das könnte gut sein. Ja. Ich mache eine Bevel in beide Seiten. Das sieht ähnlich aus. Ah, das ist schön. Und dann die andere auch. Ja. 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 Und es ist ähnlich in beide Seiten. Okay. Ich könnte diese Center hier ein bisschen kleiner drehen. Es ist momentan ein bisschen groß. Ja, 43 und es sollten 40 mm Aussparung da waren. Aber ich lasse es waren, so es ist. Ich kann das wegdrehen, wann ich mache diese Aussparung hier. Ja, soweit. Und die nächste Operation ist in meinen Fräsmaschinen diese Zähne hier drehen. Hoffentlich mache ich nicht die gleiche Fehler diesmal. Das sollte eine Katastrophe sein. Ja,
Jetzt ist es Zeit für diese Zahnrad fräsen. Und das erste Mal fräse ich es mit einem Tuschstifte. Jawohl. Ja, ich glaube, die Geschwindigkeit dieser ist ein 0,25 Drehungen pro 10 Jahre. Ja. Und dann unsere Schnitttiefe ist. Ich soll diese erst null stellen. Ja. Eigentlich diese hat okay. Ein bisschen mehr. Ah ja, schön. Okay. Ich schneide diese mit dieser Tusch, weil ich wolle sehen, ob ich Fehler mache. Ich übe diese und dann habe ich diese Markierungen hier und ich kann bald sehen, ob es ist nicht korrekt, wann ich die richtige Fräser verwende. Und der erste Schneid ist fertig. Nächste dann. Also, diese stimmt jetzt diesmal. Und dann, ich habe einen Fehler gemacht hier. Ich schaue in das. Warte. Das. Und dann gehen wir hier. Sie sehen, dass diese ist nicht in korrekt Platz. Und das ist Backslash eigentlich. Hier. Anders, es ist ziemlich gut. Schön. Also, das meint, dass meine Teilungsapparat ist, die Teilapparat ist korrekt in korrekter Konstellation. Ja, auch.
ich habe nicht berührt diese Konstellation von diese Teilapparat und auch nicht habe ich berührt die Y-Achsis Platz, sodass es ist nur drehen, die Schnitttiefe stellen und danach drehen. Und nun ich soll diese zerlegen, ein bisschen Befestigungsmaterial hier. Oh man. Ja. Und dann habe ich hier diese Modulscheibe. Und dann die Drehung geht diesen Weg, also so. Erst diese hier. Ja. Und dann diese hier. Und dann. Gut. Das. Juhu! Ja, jawohl, diese ist, ich glaube, ich habe keine Fehler diesmal gemacht. So, dieses Werkstück hat sich nicht gedreht in diese Dorn, wie die vorherige Werkstück, welche dreht in seinen Dorn und danach hatte ich
unterschiedliche Zähnebreite. Ja. Aber diesmal diese ist gut gelungen. Ja. Und ich muss. Entschuldigung. Ja, okay. Seine Lücke hat sehr gute Oberfläche hier. Es ist glatt und gut. Okay. Ja, nächste Haltestelle, Drehbank. Also, jetzt habe ich diese entgratet. Also, es gibt keine große Grate nirgendwo. Und das hatte einige. Aber nun, und dann habe ich diese hier zentriert. Ich habe verwendet diese Fläche hier und dann die Centerloche für zentrieren. So dass es ist plan, zuerst gerade und dann es ist gut zentriert. Es gibt nirgendwo mehr als 1/100 Millimeter Abweichung hier. Also es ist ganz genau. Ja. Und jetzt soll ich diese Dinge wegnehmen. Und es ist nur, ich glaube, das ist ganz, ich muss meine Geschwindigkeit checken. Ja, okay. Und ja, zuerst 1 Millimeter pro Gang, 1 Millimeter pro Mal, normal, jawohl. Ich will diese wegnehmen und ich nehme 1 Millimeter, meine Schnitttiefe ist 1 Millimeter zuerst und dann ich versuche es einblenden mit dieser Fläche, so dass man kann nicht sehen, wo es war. Ja, okay. Wow. Ja, diese ist sehr gut. Also, wann ich drehte hier diese Fläche, so das Metallmenge ich hatte entfernen, das war nur, ich glaube, 5 Mikronen, nicht mehr. Also diese Späne, das kommt, diese sind sehr dünn und fliegen
wie eine Staub. Aber sie sind nicht Staub, sie sind richtige Späne. Okay. Jetzt soll ich diese Loche größer machen und ich es sollten 34 mm in Durchmesser sein, so es soll gebohrt werden. Erst muss ich hier berühren. Ja. Das ist 25,4. Also 10 mm mehr. Nein, 9 mm. Und dann ich komme zurück mit dieser normalen Sprecher. Jaha, Problem ist gelöscht. Nun, diese Oberfläche ist wie Spiegel. Und ich habe diese Klinge, also diese Klinge, ausgetauscht mit einem, welcher hat die Schneidecke hier in diese Richtung. So, ich muss es, wann ich versuche es, starte ich aus Rückseite und komme raus. Und das funktioniert. Richtig gut. Ja. Und ich kann nun rauskommen. Und diese Oberfläche ist. Jetzt ist es sehr schön. Also, wir sollten momentan sein in 33,9. 100 Millimeter zu klein. Und dieser Durchmesser ist nicht kritisch. Aber trotzdem will ich diese gut haben. Genau. Ja. Und nun sollten es ganz genau 34 Millimeter sein. Und das Oberfläche ist richtig gut. Es ist ganz genau.
Okay, jetzt die nächste Dinge ist hier eine Auspaarung machen, welche ist 20 mm tief und 40 mm in Durchmesser. Also, diese Übung ist nun vorbei. Also nicht mehr diese Große ist ganz genau 40 mm, so dass man kann das Kugellager hinein dort pushen. Aber ich will nicht das jetzt tun. Und ich möchte hier in Anfang ein bisschen größere, das ist 200 mm über 40 mm. So deswegen kann das Kugellager starten gerade und dann man kann pushen es die ganze Weg in. Und auch die Deckel passt ganz genau hier. So, ja, das ist gut gelungen, glaube ich. So, lass uns sehen, wie viele Spuren habe ich in diese Zähne gemacht. Das sieht gut aus.
keine Markierungen hier. Das ist sehr schön. Keine Markierungen. Der nächste Schritt ist diese Deckel zu fräsen. Ich mache hier eine Lochekreis für die Schraube und Pinne. Es gibt drei Schraube und drei 4 mm Pinne, welche hält es da. Und ich mache das so, dass ich kann diese als eine Schablone verwenden, wann ich diese Zahnrad. Also, nächste Haltestelle ist Fräsmaschine. Ja, ich habe diese Deckel in diese Vierbacken Futter befestigt. Und es ist zentriert, ganz genau. Und auch die Fräsmaschinenspindel ist zentriert mit diesem Teil. Also alles ist zentriert. Und ich habe ein Fräsplan gemacht, welche sollten mir helfen, wann ich diese ganz seltsames Loch fräsen hier. Und ich verwende diese Teilapparat, weil ich kann die andere Seite fräsen mit nur gleich weiß, wann ich drehe diese 180 Grad und danach kann ich die gleichen Operationen machen. Und dann gibt es einen Radius hier, welcher auch diese Teilapparat hilft. Ich kann es als einen Rundtisch verwenden, aber nur das ist vertikal und nicht horizontal. Und ja, diese hier ist ein 4 mm Hartmetall Staffbohrer, Stafffräser, Pinnefräser, Endmill. Und es ist, ich drehe diese 600 Umdrehungen pro Minute. Das ist langsam für diese Fräser. Aber diese alte Maschine kann nicht, ja, es kann schneller gedreht werden, warte, 1000, aber danach ist die Klinge so laut, dass das ist nicht eine gute Ding als. Und ja, und ich nehme nur 1 mm pro Gang. Also, wenn dieser Teil ist 7 mm dick, so bekommt es 7 Drehungen. So, lass uns anfangen mit diesem.
das war's. Jawohl, das Endmill bricht. Aber diesmal habe ich hier eine, ja, das ist ein 5 Millimeter, was heißt das? Ein Achsfräser, Saftfräser, glaube ich, das heißt. Ein 5 Millimeter Saftfräser. Und diese ist, jawohl, 1 Millimeter größer und ich muss kompensieren diese ich habe hier einen Plan. Also ich muss halb Millimeter in jeden Direktion wegnehmen, sodass es bekommt nicht zu groß. Also, der nächste Schritt ist dieser Tisch mit 4,25 mm erhöhen, aber es sollte nur 3,75 mm erhöht werden, weil diese ist 1 mm dicker. Also, ja, das mache ich nun. Und, das ist schrecklich. Und diese, ich hatte das bemerkt, dass es ist besser, die ganze Tiefe pro Eingang drehen. Und diese schneidet, das ist auf einen anderen Planet. Die vorherige Saftfräser war eine chinesische, ganz preisgünstig und konnte nicht dieses Material schneiden. Also es härtet sich und danach, das war kaputt. Konnte nicht fräsen. Also 4,3, zuerst 3 mm, das ist 1,5 und das ist nun 3 mm. Und danach 0,75. Also erst 7 und 5. Da. Das ist es. Dann können wir diese machen. Und ja. Und ich mache diese auf der Kamera. Ich meine nicht auf der Kamera, aber ohne Sprache. Ich muss konzentrieren mit dieser Arbeit. la
Okay, das, ja, ich glaube, das ist gut. Ich drehe es so, dass es bekommt einen Radius hier. Ich bin ganz spannend mit diese, ob das geht, aber das sehen wir ganz gleich. Ja, okay. Diese seltsames Loch ist jetzt gefräst. Diese Ecke hier muss ich feilen. Es fühlt und sieht ganz gut aus. Und der nächste Schritt ist diese Lochkreis machen hier. Und dann mache ich diese Phasen in 3 Lochen. Diese ist ein 3,3 mm Bohrer. Erste Loch kommt hier. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also jeden Loch hier meint 15 Grad, also 4 Lochen. 1, 2, 3 und 4. Dann, los geht's. Ja, ich habe ein gutes Werkzeug gefunden. Ich habe es so ich weiß, wie tief ich mache diese. Es sollten 3,8 mm tief ungefähr sein. Und die Geschwindigkeit nicht mehr als. Und in diesem Fall ein bisschen Schneidöl. Alles fertig. Ja. Und ja, dann zerlege ich diese und danach ein bisschen feilen möglicherweise. Okay, Bohrmaschine. Und jetzt soll ich das erste Loch machen hier. So, wie viele? Das ist gut. Und ich habe eine Tiefsperre hier. So, diese kann nicht zu tief gehen. Und das ist da.
Ah, das ist ganz gut. Höre diese. Und jetzt. Ah, perkele. Ja, das ist nicht gut. Man muss diese. Glücklicherweise diese ist nur ein M4 Gewinde, welche ist nicht zu schwer zu drehen hier. Drehe ich es hier an die Ende. Ah, das ist. Ich möchte ein Fass da machen. Hoffentlich das geht. Ah, geht nicht tief genug. Und die Geschwindigkeit dann zu viel. Was uns diese. Ja, das ist gut. Nicht viel, nur so, dass die Schraube geht drin gut. Okay. Das ist die erste Platz für Schraube dann. Yes. Bewegt sich nicht mehr. Ja. Ja. Das ist das. Jetzt passiert es besser. Ja. Und das ist fertig. Ich habe diese 3,3 mm Bohrer und diese in gleiche. Was ist das? Dieses Material, dieses Stahl ist so hart, dass es kann nicht. Und das ist, ja, das ist gut. Okay.
Jawohl. Diese soll man mit großer Hastigkeit bohren. Ja, alle Lochen sind jetzt da. Die Pinnen hier kleben und dann, ich glaube, unser Teil bekommt ganz fertig. Nächster Schritt, die Pinne hier kleben und dann, ja, dann das ist ganz fertig. Ja, man muss es bauen. Ja, also, dieses Teil ist jetzt fertig. Ja, gut. Ich hatte keine Video, wann ich diese Kugellager hineinsteckt und auch wenn ich diese Stifte nicht bin. Stifte hier geklebte. Also, tut mir leid, das hatte ich nicht. Aber das ist so einfach Operation und das ist gut nun. Ja. Und es gibt noch ein mehr Zahnrad und es hatte eine Keilrille. Hoffentlich, das ist Keilrille. Man haben einen Keil und eine Rille und dann stecken man dann ein Keil in eine Keilrille. Okay, aber diese soll ich machen in nächste Periode, ja, Episode. Ja, bis dann, tschüss.